Hallo allerseits und willkommen zum zweiten Teil des Bauberichts über den Schott Kai Gimmel von AFV Club im Maßstab 1:35. Im ersten Teil haben wir alles vorbereitet, also wir haben den Panzer zusammengebaut, das Diorama vorbereitet und die Figuren haben wir auch schon präpariert. Und jetzt in diesem Teil werden wir uns ausschließlich um den Panzer kümmern, hauptsächlich die Bemalung und Alterung. Hier ist jetzt alles schon bereit für die Lackierung. Ich möchte das Modell mit schwarzer Acrylfarbe von Revell grundieren, damit wir da einfach einen gleichmäßigen Haftgrund haben. Kleinteile wie jetzt hier die Laufrollen oder auch die Seitenschürzen habe ich hier auf so kleine Spießchen gesteckt. Dann kann man da leicht damit umgehen. Man muss auch nichts anlangen. Okay, dann legen wir mal los. Die Grundierung ist jetzt trocken. Das ist meiner Meinung nach ein ziemlich wichtiger Schritt bei der Lackierung. Die schwarze Grundierung muss man wirklich in jede Ritze bringen sozusagen. Da darf kein Plastik mehr durchscheinen. Das kann sonst später Probleme geben. Ich benutze da eigentlich nie spezielle Grundierer oder so. Ich nehme einfach schwarze Acrylfarbe. Da gibt es allerhand Produkte. Ob man das braucht, weiß ich nicht. Ich mache das seit Jahr und Tag eigentlich so und hatte da noch nie Probleme. Jetzt kommt ein Teil, der ist ein bisschen kontrovers, und zwar die Farbe von israelischen Militärfahrzeugen. Darüber sind ja schon viele Modellbauer verzweifelt, weil einfach auf den Referenzbildern die Farbtöne oft stark variieren und man oft auch verstaubte Fahrzeuge nicht wirklich von sauberen unterscheiden kann. Was die Farbgebung angeht, das ist oft sehr schwierig. Ich habe festgestellt, dass man da jetzt nicht so eine Wissenschaft machen braucht. Ich verwende jetzt für dieses Fahrzeug hier von Revell Matt 45 Hello Leaf. Das finde ich trifft Fahrzeuge aus den 80ern ziemlich gut. Ich meine jetzt Fahrzeuge aus dem Sechstagekrieg, die hatten zum Beispiel ein bisschen hellere Lackierung. Und ich glaube, so ab 2000 wird es dann wieder etwas dunkler. Aber so ganz genau weiß ich das auch nicht. Meiner Meinung nach, für das, was ich hier brauche, trifft die Farbe ziemlich gut. Ansonsten kann ich euch nur empfehlen, mal bei Live Color zu schauen. Die haben mehrere israelische Tannfarben im Angebot. Die finde ich auch das Original immer ziemlich gut treffen. Also darüber sollte man sich nicht unnötig den Kopf zerbrechen. Vor allem was Alterung und so später angeht, das verändert ja die Farbe nochmal ein bisschen. Also kein Grund da zu verzweifeln. Gut, dann tragen wir jetzt als nächstes die Hello Leaf Farbe auf.
Das Schöne an israelischen Panzerfahrzeugen ist die Tatsache, dass sie eigentlich kaum irgendwie ein besonderes Tarnmuster haben, sondern eigentlich immer einfarbig sind. Deswegen können wir jetzt auch gleich weitermachen mit der Detailbemalung. Dazu zieht man am besten Referenzbilder zu Rate und auch das Packungsbild. Das finde ich sehr gelungen und da kann man auch einiges erkennen. Die Detailbemalung nimmt natürlich immer einige Zeit in Anspruch, aber je sorgfältiger man das macht, desto besser sieht das Modell natürlich aus. Ich persönlich habe immer die Tendenz, so das Modell so weit wie möglich zusammenzubauen und dann mit dem Pinsel zu bemalen. Manche andere finden es vielleicht einfacher, diverse Komponenten einfach separat zu lassen und die einzeln zu bemalen. Das kann jeder machen, wie er will. Mich persönlich stört es nicht, wenn ich da mit dem Pinsel noch eine Menge zu arbeiten habe. Das bleibt jedem selber überlassen. Hier seht ihr die ganzen Farben, die ich da verwendet habe für die Detailbemalung. Das ist mehr als man denkt. Da kommt doch einiges zusammen. Ja, hier die ganze Zuladung und so weiter. Hier, dieses Tuch habe ich rot bemalt. Das sieht man auf vielen Referenzbildern aus der Zeit, dass die israelischen Fahrzeuge rote Tücher hatten. Meistens auf der Oberseite. Das war dazu gedacht, damit die Luftwaffe nicht die eigenen Kolonnen bombardiert. Die Ketten haben wir vorhin nur schwarz grundiert und die erhalten jetzt auch noch ein bisschen so eine Art Patina, wie man das bei Panzerketten aufzieht. Und zwar überneble ich die ganz leicht mit dunkelbrauner Farbe. Das muss nicht decken, einfach nur leicht getönt sein. Das reicht völlig aus. Anschließend werden dann die Ketten noch mit ein bisschen silberner Farbe trocken gemalt, um eben hier auf den Laufflächen das blanke Metall zu simulieren.
Die Ketten habe ich dann auch gleich schon aufs Modell aufgezogen. Geht sehr gut, sieht auch sauber aus. Die Länge stimmt und das Schöne ist, die Farbe haftet auf diesen Vinylketten hervorragend. Also da bröselt nichts davon. Das ist natürlich auch sehr praktisch. Bei anderen Herstellern ist es manchmal ein bisschen schwieriger. So, jetzt kleben wir dann noch die Seitenschürzen an. Und dann sind wir eigentlich, was die Lackierung angeht, schon fertig. Bevor es an die Abziehbilder geht, versiegle ich das Modell jetzt mit Glanzlack, in dem Fall 01 von Revell. Das hat mehrere Vorteile. Zum einen schützen wir das, was wir jetzt schon lackiert haben, dass da keine Kratzer reinkommen oder so. Dann wird die Oberfläche einfach glatter, das heißt die Abziehbilder kann man besser auftragen. Das sogenannte Silvering wird dadurch vermieden. Und später, wenn wir die Washes auftragen und so weiter, rinnen die besser auf der Oberfläche. Das sieht dann einfach ein bisschen besser aus. Also 3 Fliegen mit einer Klappe erschlagen, das ist doch ideal. Fürs Auftragen von den Abziehbildern brauchen wir einmal lauwarmes Wasser und einmal Mikrosol. Das ist ein Weichmacher für die Abziehbilder, damit die sich schön an die Oberfläche anpassen. So, die Abziehbilder, die kann man schön bequem hier vom Bogen runterschneiden. Und dann halten wir die mal für ein paar Sekunden in das lauwarme Wasser rein. Das dürfte genügen. Die Feuchtigkeit löst eben da den Kleber an und dann kann man die Abziehbilder da eben von diesem Papier aufs Modell rüberschieben. Jetzt ist es locker, wie man sieht. Gut. Dann das vorsichtig hier rüberschieben. Und mit einem angefeuchteten Pinsel kann man das Abziehbild auch recht gut dahin schieben, wo man es braucht. Gut, dann mit dem Q-Tip ein bisschen so drüber rollen, dass die Luftblasen rausgehen und die Falten. Und dass man auch diese Feuchtigkeit ein bisschen wegsaugt. Und jetzt kommt der Weichmacher zum Einsatz. Tunkt man den Pinsel einfach mal ein und streicht das Abziehbild vorsichtig damit ein. Gut, und jetzt nicht mehr berühren, bis es trocken ist, dann ist alles gut. Weil durch den Weichmacher werden die Abziehbilder ziemlich fragil und wenn man die dann später anfasst, bevor sie trocken sind, kann es passieren, dass man das zerstört. Und das wollen wir natürlich nicht. Nachdem die Abziehbilder dann trocknen konnten, habe ich sie dann einfach mit Klarlack nochmal versiegelt. Habe ich einfach mit dem Pinsel aufgetragen, dort wo die Abziehbilder eben sitzen. Das ist nicht nötig, das
Modell nochmal komplett einzusprühen. So, jetzt können wir die Alterung einleiten, und zwar mit einem schönen dunklen Wash. Wie macht man sowas? Einmal mit geruchlosem Terpentin und mit Ölfarben. Hier habe ich jetzt mal schwarz und dunkelbraun gewählt, habe ich jetzt hier in die Schälchen rein, und am besten stimmt man das Wash immer aufs Modell ab. Es gibt nicht das Wash, das für alles funktioniert, sondern das hängt immer vom Fahrzeug selber ab, von der Grundfarbe. So. Die Ölfarben kann man da schön verdünnen mit dem Terpentin. Und dann kann man das schön auftragen. Ich neige dazu, das immer über das ganze Modell aufzutragen. Manch einer mag das nicht so gern, aber ich persönlich komme damit ziemlich gut mit zurecht. Lackschäden sind bei einem Panzermodell natürlich auch ein wichtiger Bestandteil. Bei modernen Fahrzeugen ist es immer so eine Sache. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Fahrzeuge der Bundeswehr denke oder so, was soll da groß zerkratzt werden, beziehungsweise das wird ja ständig repariert. Bei Fahrzeugen, die tatsächlich in größeren Einsätzen stehen, wie das zum Beispiel bei der israelischen Armee der Fall ist, kann man da durchaus so Alterungsmaßnahmen anwenden. Das ist auf jeden Fall realistisch. Ich habe jetzt hier ein bisschen aufgehellte Grundfarbe, also das Matt 45 Helolive und ein bisschen weiß. Und das kann man jetzt hier so mit dem Q-Tip ein bisschen so an den Rändern auftupfen. So einfach, dass da ein bisschen der Lack abgeschabt wurde. Dann sieht es eben ein bisschen so aus. Das ist dann auch ein Bestandteil von mehreren Schichten. Also erstmal machen wir hier ein bisschen diese leichten Kratzer, die nur oberflächlich sind in der Farbe, die ein bisschen heller sind. Und später können wir dann mit ein bisschen dunklerer Farbe, dunkelgrau oder so, dann in die Mitte von diesen hellen Flecken noch dunklere Punkte setzen, die dann eben tiefere Kratzer repräsentieren. Einfach so möglichst zufällig auftupfen. Je zufälliger, desto besser, weil genauso sehen Kratzer in Wirklichkeit ja aus. Die entstehen ja nicht nach einem festen Plan, sondern ja, passieren eben. Und man kann jetzt auch noch mit einem dünnen Pinsel zum Beispiel hier an größeren Flächen noch Kratzer machen. Zum Beispiel wenn hier irgendwie Metallteil wäre und der Panzer fährt vorbei, macht es ja einen Kratzer. Und da kann man hier mit einem dünnen Pinsel noch so kleinere Streifen machen oder Pünktchen, je nachdem. Und es ja, trägt einfach dazu bei, dass das Fahrzeug lebendiger und realistischer wirkt.
Und jetzt kann man, wie schon vorhin erwähnt, mit dunkelgrauer Farbe das noch ein bisschen ergänzen, damit die Lackschäden einfach ein bisschen mehr Tiefe bekommen. Also einfach da, wo wir vorher eben die aufgehellte Grundfarbe auftupft haben, so in die Mitte rein noch ein paar dunkelgraue Kleckse. Anschließend wird das Modell noch ganz leicht mit Matt 91 Eisen trocken gemalt. Einfach, dass da das Modell so einen leichten metallischen Glanz bekommt. Das ist ein Effekt, den nimmt die Kamera jetzt wahrscheinlich nicht auf. Das muss man wirklich ganz subtil machen, sonst sieht es lächerlich aus. Also es geht wirklich nur darum, dass da, wenn man so ein bisschen gegen das Licht schaut, dass es ein bisschen zum Glitzern anfängt. Und es suggeriert dem Auge einfach, dass man dann einen metallischen Gegenstand vor sich hat. Ich werde dann noch versuchen, nachher da ein Foto zu machen, wo man den Effekt erkennen kann. Wichtig ist nur, dass die Farbe am Pinsel ganz trocken ist und dass man einen relativ weichen, großen Pinsel verwendet. Jetzt haben wir es beinahe schon geschafft. Was uns jetzt noch fehlt, ist die Darstellung von Staub. Dazu verwende ich sehr gern Pigmente, in dem Fall von MIG. Light European Earth, das ist, wie man sieht, sehr hell. Es gibt dem Modell, das an und für sich relativ dunkel ist, dann einen schönen Kontrast. So, ich fülle jetzt da mal hier ein paar Pigmente ein. Braucht man nicht allzu viel. Und ich vermische die jetzt mit ganz normalem Leitungswasser. Ich werde jetzt einfach die Pigmente übers Modell komplett auftragen und später, wenn es dann getrocknet ist, kann man die Pigmente wieder runterbürsten und es gibt dann, wie ich finde, ziemlich realistische Staubeffekte, weil dann einfach die Pigmente nur da hängen bleiben, wo es am echten Fahrzeug eigentlich auch zu finden wären, nämlich in den Vertiefungen und Ecken und so weiter und so fort. Dann trocken ist, kann man hergehen mit einem
großen weichen Pinsel und kann sozusagen die Pigmente wieder so runterkratzen. Und dadurch bleiben die eben schön in den Vertiefungen hängen, geben aber auch großen Flächen dieses staubige Aussehen. Man kann auch zusätzlich mit dem Finger ein bisschen so drüber fahren, wenn man ein bisschen mehr abnehmen will. Wer das mag, das bleibt jedem selber überlassen. Also ich finde, es ist eine ziemlich einfache und effiziente Methode, um Pigmente einigermaßen gleichmäßig zu verteilen, und durch das Entfernen kann man dann eben beeinflussen, wie stark die Verschmutzung in einzelne Bereiche sein soll. Zum Schluss tragen wir noch ein paar Rußspuren auf, hier hinten an diesen beiden großen Auspuffrohren. Die israelischen Centurion-Panzer, die fahren ja mit Dieselmotoren. Das ist natürlich hervorragend, ja, für so schöne Rußspuren. Dazu verwende ich jetzt von Vallejo Natural Iron Oxide. Das sind so schöne schwarze Pigmente und die kann man da einfach mal so ein bisschen drauf bröseln und einfach so trocken aufreiben. Zu guter Letzt klebt man noch die beiden Figuren für die Panzerbesatzung in den Panzer rein. Dann ist das auch schon fertig. Die ganzen Figuren habe ich auch schon bemalt, wie man sehen kann. Das war jetzt nicht sonderlich aufwendig. Ich habe auch schon in der Vergangenheit öfter mal gezeigt, wie man Figuren bemalt. Ich bin da auch nicht wirklich gut drin. Da habe ich nicht so viel zum Zeigen, was das angeht. So, jetzt probiere ich mal, wie die Figur hier sitzen könnte. Und dann schaue ich mir an, wo sie den Panzer berührt. Und da trage ich ein bisschen Kleber auf. Nicht zu viel, nur so viel, dass die Figur da hält. Okay. Hier am Ellenbogen ein bisschen Kleber und an der Hand. Gut, das wär's. Und die beiden Jungs, die werden natürlich erst später auf dem Diorama befestigt. Das dauert natürlich noch. Hier also das fertige Modell. Ich hoffe, die Techniken, die ich euch da gezeigt habe, waren einigermaßen nachvollziehbar. Jetzt im Anschluss seht ihr noch ein paar Detailfotos vom Modell. Und im nächsten Teil kümmern wir uns dann ums Diorama und werden das ganze Projekt dann auch fertigstellen. Dann wünsche ich euch eine gute Zeit. Man sieht sich im nächsten Video. Euer Hamika Varkas.